Wenn du deinen Gurken das im Juli nicht gibst, verpasst du die Hälfte deiner Ernte. Gurke, dieses Video solltest du dir nicht entgehen lassen. Der Juli ist der wichtigste Monat für Gurken. Die Pflanze investiert jetzt am meisten Energie, um täglich neue Blüten und Früchte zu bilden. Fehlen ihr in dieser Zeit Nährstoffe, wirst du schnell feststellen, dass die Früchte klein bleiben, die Blätter ihre Farbe verlieren und das Wachstum der Pflanze sich verlangsamt. Bleib also bitte bis zum Ende dieses Videos dabei, denn ich zeige dir ein einfaches, natürliches Ergänzungsmittel, das du in weniger als 2 Minuten zubereiten kannst. Die Zutaten hast du wahrscheinlich schon in deiner Küche, und das Rezept verraten wir dir erst am Ende des Videos. Bevor wir fortfahren, nimm dir bitte kurz Zeit. Gib diesem Video ein Like und abonniere den Kanal, denn hier teilen wir täglich bewährte Tipps für gesündere Pflanzen und eine viel reichere Ernte. Jetzt erkläre ich dir, warum der Juli so wichtig ist. Gurken wachsen in diesem Monat unglaublich schnell. Fast täglich ernten wir neue Früchte, doch nur wenige denken daran, wie viele Nährstoffe die Pflanze dabei verliert. Jede geerntete Gurke bedeutet, dass die Pflanze einen Teil ihrer Reserven aufgebraucht hat. Werden diese nicht ersetzt, beginnt die Pflanze, Energie zu sparen. Zuerst bilden sich weniger neue Blüten, dann werden die Früchte dünner, und schließlich sinkt der Ertrag deutlich. Viele glauben, regelmäßiges Gießen reiche aus. Wasser ist wichtig, aber Wasser allein kann eine Pflanze nicht ernähren. Gurken benötigen Mineralien und einen gesunden Boden, damit die Wurzeln kontinuierlich alle notwendigen Nährstoffe für die Fruchtbildung aufnehmen können. Ein weiterer häufiger Fehler ist das Gießen in der Mittagshitze. Dann verdunstet viel Wasser, bevor es die Wurzeln erreicht. Am besten gießt man frühmorgens oder abends, wenn der Boden kühler ist und die Pflanze Feuchtigkeit und Nährstoffe optimal nutzen kann. Wenn Sie bemerken, dass die neuen Gurken langsamer wachsen oder die Blüten abfallen, ist dies oft ein Zeichen dafür, dass die Pflanze zusätzliche Düngung benötigt. Deshalb achten erfahrene Gärtner im Juli besonders auf die Nährstoffversorgung ihrer Pflanzen. Schreibt mir jetzt in den Kommentaren, ich will ganz viele Gurken. Ich bin wirklich neugierig, wie viele Gurken ihr dieses Jahr schon geerntet habt und wo ihr uns zuschaut. Und nun zum Rezept. Gebt in 10 Liter Wasser, Löffel 1 gestrichenen Teelöffel Kurkuma-Pulver. Mischt alles gut um, bis sich die Kurkuma vollständig im Wasser aufgelöst hat. Gießt die Gurken alle 7 bis 10 Tage mit dieser Mischung um die Wurzeln herum. Je nach Größe der Pflanze reicht etwa ein halber bis 1 Liter Lösung pro Pflanze. Kurkuma enthält natürliche Verbindungen, die häufig wegen ihrer antimikrobiellen Eigenschaften erforscht werden. Im Gartenbau wird es von manchen Gärtnern als Hausmittel verwendet, aber die wissenschaftlichen Belege für seine Wirkung auf Wachstum und Ertrag von Gurken sind begrenzt. Deshalb sollten diese Rezepte am besten als Ergänzung zu einer guten Pflanzenpflege betrachtet werden, die regelmäßiges Gießen, hochwertige Erde und eine ausgewogene Nährstoffversorgung beinhaltet. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, teilen Sie es bitte auf Facebook, Viber, WhatsApp und anderen sozialen Netzwerken, damit auch andere Gärtner dieses einfache Rezept entdecken können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen gesunde Pflanzen voller Blüten und knackige Gurkenkörbe. Bis zum nächsten Video. Wenn du Gurken mit Rote-Beete-Saft gießt, erhalten deine Pflanzen eine interessante zusätzliche Nährstoffversorgung. Aber bleib dran, denn du wirst nicht glauben, wie einfach das geht. Im Sommer verbrauchen Gurken viele Nährstoffe. Sie wachsen ständig, bilden neue Blätter, Blüten und Früchte, sodass der Boden um die Pflanze herum mit der Zeit an Nährstoffen verliert. Und genau deshalb verwenden wir heute rote Beete. Rote Beete enthält Kalium und andere Mineralien. Ihr Saft kann, richtig verdünnt, als Nährstoffzusatz verwendet werden, insbesondere während der Wachstums- und Fruchtphase. Aber es gibt eine wichtige Sache zu beachten. Gieße den Rote-Beete-Saft nicht unverdünnt direkt um die Pflanze.
Zu konzentrierter Saft enthält viel Zucker, kann Insekten anlocken und ist außerdem unnötig stark für den Boden. Deshalb verdünnen wir ihn gut. Und so geht's. Nimm eine kleine rote Beete, haspel oder hacke sie klein und bedecke sie mit einem Liter Wasser. Lass sie ein paar Stunden ziehen und sei sie dann gut ab. Verdünne den entstandenen Saft mit weiteren 4 Litern Wasser. Fertig. Gieße die verdünnte Flüssigkeit um die Gurkenpflanze herum, aber nicht direkt auf Blätter und Stängel. Am besten gießt du morgens oder am frühen Abend, wenn die Sonne nicht so stark scheint. Und denk daran, das ist kein Wundermittel, das über Nacht Wunder bewirkt. Am wichtigsten sind guter Boden, richtiges Gießen und ausreichend Düngen. Aber als gelegentliche Beilage ist dieses einfache Rezept eine interessante Möglichkeit, Vorräte aufzubrauchen. Teile dieses Video mit deinen Freunden in den sozialen Netzwerken und speichere dir das Rezept ab. Wenn du Gurken im Garten hast, vielleicht brauchst du es gerade. In diesem kurzen und hilfreichen Video geht es um etwas, das wohl alle Gärtner hassen: Unkraut. Wir zeigen euch ein tolles, natürliches Mittel gegen Unkraut. Ob Garten, Rasen oder nur ein paar Pflanzen im Hinterhof, Unkraut ist der Feind, den wir alle loswerden wollen. Es taucht fast über Nacht auf, wächst unglaublich schnell, und oft jäten wir es gerade, nur um es wenige Tage später wieder zu sehen. Und nun eine Frage an euch: Habt ihr aktuell Probleme mit Unkraut in eurem Garten? Schreibt uns in den Kommentaren, ja oder nein. Ich bin wirklich neugierig, wie viele von euch gerade mit diesem lästigen Problem zu kämpfen haben. Natürlich gibt es verschiedene Methoden, Unkraut zu bekämpfen, aber heute stellen wir eine einfache, natürliche Mischung her, die ihr ganz unkompliziert und ohne teure Zutaten zu Hause zubereiten könnt. Für dieses Rezept benötigen wir nur Wasser, Essig und etwas Spülmittel. Zuerst geben wir einen Liter Essig in den Behälter, dann einen Liter Wasser und schließlich einen Esslöffel Spülmittel. Alles gut verrühren, und unsere natürliche Zubereitung ist fertig. Und nun zum wichtigsten Schritt. Wir besprühen diese Mischung nicht auf die Pflanzen, die wir retten möchten, sondern direkt auf das Unkraut, am besten auf die Blätter, wenn es trocken ist und nicht regnet. Der Essig wirkt auf die oberirdischen Pflanzenteile, während das Spülmittel dafür sorgt, dass die Flüssigkeit besser auf den Blättern haftet. Und denken Sie daran, seien Sie vorsichtig beim Besprühen, denn diese Mischung ist nicht nur für Unkraut geeignet. Gelangt sie auf die Pflanzen, die Sie erhalten möchten, kann sie diese schädigen. Besprühen Sie daher nur unerwünschte Pflanzen und vermeiden Sie Gemüse, Blumen und Rasen, die Sie behalten möchten. Wenn Ihnen dieser einfache Trick gefallen hat, teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden, Nachbarn und allen Gartenliebhabern. Vielleicht hilft es ja jemandem, das Unkraut loszuwerden, das ihm schon seit Tagen Kopfzerbrechen bereitet. Und schreiben Sie uns unbedingt: Haben Sie Unkraut in Ihrem Garten?